Ja, einen wunderschönen guten Abend hier auf MRTV. Und zwar gibt es jetzt hier ein bisschen Live-Gameplay, aber wie ihr seht, habe ich kein Headset auf, sondern eine Cappy. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass ich heute kein VR-Gameplay mache, sondern dass ich hier mal so ein bisschen Dreams spiele, beziehungsweise dass ich hier mal so ein bisschen durch die Dreams Tutorials gehe. Dreams ist ein neues Spiel oder man kann vielleicht sogar sagen, es ist nicht nur ein Spiel, es ist... Hallo, hi, wer ist der Abraxa? Hi. Es ist nicht nur ein Spiel, es ist tatsächlich eine Game Engine, mit der man selbst Spiele machen kann. Man kann damit VR-Spiele bauen. Es ist unglaublich, man kann damit VR-Spiele bauen, man kann damit 3D-Spiele bauen für die PS4 und ich finde es ziemlich faszinierend. Also ich muss sagen, ich finde es super faszinierend und deswegen habe ich auch tatsächlich vor, es zu lernen. Ich möchte es wirklich machen. Ich möchte wirklich mal gerne ein Spiel machen. Und deswegen werde ich jetzt mal hier so ein bisschen durch die Tutorials gehen. Ja, genau. Und ja, das war jetzt nicht großartig geplant, dass ich hier jetzt den Livestream mache. Ich habe mir gedacht so, hey, ich mache das jetzt eh. Ja, ich spiele jetzt sowieso durch die ganzen Tutorials durch. Da kann ich ja auch ruhig mal hier die Kamera anmachen. Vielleicht interessiert es ja jemanden, auch wenn es vielleicht nur ein paar sind, die das interessant finden, oder vielleicht sind es nur ein paar, die es irgendwie beim Bügeln einfach laufen lassen oder die sich mit mir unterhalten wollen. Ihr könnt sehr gerne, könnt ihr mich alle möglichen Fragen stellen zum Thema VR und AR und ach, allgemein. Ihr könnt mich wirklich alles fragen. Ich muss ja nicht alles beantworten. Und ja, also einen Zuschauer habe ich schon, eine Zuschauerin. Das ist die Abraxa. Cool. Genau. Und wer ist da noch? Texas Rehkids 86. Hallo, du bist auch da. Schön. Ja, dann sind wir ja nicht ganz alleine. Ja, ich habe schon die ersten beiden Tutorials gemacht. Start Dreaming, da ging es darum, wie man Elemente bewegt und wie man Elemente rotiert und wie man Elemente vergrößert. Genau, und jetzt werde ich mal das nächste mal machen. Wir sind zu 6, ja cool, nicht schlecht. Ich mache es auch ganz gerne nur vor 2 oder 3. Es ist vollkommen in Ordnung. Denn eigentlich wollte ich das alleine machen. Alleine spielen. Und ja. Der Rest ist nur still. Was meinst du? Hört man im Hintergrund? Ach so, nee, du meinst die Leute. Man hört die Hintergrundmusik, ne? Von dem Spiel, ne? Wir spielen nix in VR, Texas Rehkids. Wir lernen, wie man VR-Spiele selber macht. Mit Dreams. So. Und jetzt geht's mal los. Yo. Hört man, alles klar, gut. Bin hier im Wohnzimmer und spiele ein Spiel. So. Beginner. Want to create objects? Okay. Jetzt lerne ich, wie man Sachen klont. Klasse. Dann wollen wir schauen, wie man Sachen klont, ja? Now you know how to grab, rotate and scale objects, it's time I showed you how to clone things. Cuthbert has managed to get himself stuck again. Luckily, I've set up this scene so that we can use the clone tool to rescue him. Okay. With this tool, you can make exact copies of anything in the scene. This makes it one of the most useful tools in a Dreamshaper's toolbox. Hallo, die kennen Next. You'll also get a chance to practice with all the other tools that you've learned so far. Okay. If we get Connie off this platform, maybe she'll help us out. Let's use the clone tool on this one small block to create a bridge. Okay. Remember how we used the L1 button to modify how the grab cam and the left stick work? Well, it can also change how the grab button works. Okay. Hover over the floating block with your imp and hold L1. Okay, Now grab the block with R2. And remember that if you press it gently, you can move it more slowly.
Ach so. Now you have another block. Ach, das ist ja That's cool. because grabbing things while holding L1 creates a clone of that object. Leck Once mich. you've created the clone, Also. you can release L1, but don't let go of R2 until you're ready to place it in the scene. When you've found the right spot, release R2 to put it down. Okay, ich kann Sachen klonen mit L1. Alles klar. You can treat a cloned object just like you would any other element. Mann, You ey. can move it with R2 and rotate it with L2. Dann mache ich mal noch einen Klon hier. So ist es ja And nicht. scale it up and down with the directional buttons. Mann, das Of ist course, so anything you do to powerful. the block can Das be gibt es undone with nicht. the left directional button. Das ist so krass. Man kann so viel You machen can hier. even clone the cloned block. Let's do that next. Hover over it, hold L1, then press and hold R2. You can use the clone tool to build a bridge between the first two platforms. Or you can create floating blocks for Connie to jump on. All that matters is that she can get to the next platform, so make sure you test your work in play mode. When Connie can get across, go back to edit mode, rewind time with L3, and move on to the next step. Also, da ist schon einiges, was man machen kann. Und ich bin ja erstmal nur hier irgendwie im dritten Tutorial, ne? Ich lerne ja nur, wie man irgendwelche Sachen macht. Das ist krass. Das ist echt krass. Okay, also ich habe jetzt hier eine kleine Brücke gebaut. Und ja, ich denke mal, dass hier... Ja, dann gehe ich mal ganz kurz in den Play-Mode rein und gucke mal, ob ich über die Brücke jetzt rübergehen kann. Ich denke schon. Jetzt kann ich hier nämlich die Connie possessen. Gehe da rein und jetzt kann ich über meine kleine Brücke laufen. Das war's. Ja, cool, klappt. Nicht schlecht. Das geht also schon mal. Jetzt gehe ich wieder zurück in den Editiermodus und schaue mir den nächsten Step an vom Tutorial. Ist das nicht schön? Ne? Texas Rehkids findet es auch geil. Getting Connie to that third platform looks easy enough. There's half a bridge between them, so we can just clone this block to finish it off. Okay, hold L1 and grab the block with R2 to clone it. Okay, ich glaube, das Let kann go ich. of L1 to stop cloning, then place the clone by releasing R2 to complete the bridge. That doesn't look quite right. Might need to try something different here. Okay. Why Vielleicht don't we rotieren. rotate the clone? Hold L2 over it, then push the right stick sideways. L2, right stick sideways. Well, it's better, but now they don't match. We should probably undo everything with the left directional button and start again. Okay. This time, we'll make the arches match up by flipping the clone. Mann, ey. Here's how you flip objects. First, hover over the arch and hold L1. Okay. Then gently grab the arch with R2 to create a clone. Und jetzt? Remember, release L1 once you've made the clone. You have to release it or the next part won't work. Here comes the cool bit. While still holding the arch, click the L3 button on your controller to flip the arch horizontally. Oh Mann, ey, das gibt's gar That's nicht. all there is to it. Die haben so viele Now you Funktionen da try. reingebaut. Das ist so krass. Hold L1 and grab the arch with R2 to clone it. Release L1 and So. flip the arch horizontally by clicking L3. Gemacht. And don't forget, you can realign the clone while you're holding it by pressing the triangle button. Now, Alles klar. let's see what happens if you click R3. Nice! The arch is flipped vertically instead. We should probably Okay. line it up with the first arch now, and release R2 to place it down. Ah! We probably should have flipped it back first. Das wäre No super, problem. Dennis, Just wenn grab es it das with auf Deutsch geben R2 würde. and flip it again with R3. Aber ich glaube, das wird auch Time kommen to auf switch over Deutsch. to play mode and see how things are working. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch auf Deutsch kommen müsste. If Connie can get Oder? across the Ja, ne? bridge to the third platform,
you're ready to move on. Okay. But Ich kann's... first return to edit mode and rewind time. Okay, Doch, Texas Rehkids. Ganz bestimmt gibt es das auf Deutsch. Auf jeden Fall wird es das auch auf Deutsch geben. So. Jetzt gucke ich mal hier. Jawohl, ich habe die Brücke gebaut. Und ja, guck mal, ich komme rüber. Kein Problem. Kein Problem hier. Wunderbar. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück in den... Ne, das war jetzt falsch. Ich wollte es gar nicht sharen. Ich wollte in Wirklichkeit in den Edit-Mode gehen. Hier ist er. Und die Zeit zurückdrehen. Gemacht. Und jetzt geht's zum nächsten Tutorial. Okay, Connie, we've almost made it to the door. Ah, but she needs to go across and up now. Good thing you already know how to make clones because we're gonna need them. Kein Problem. Ich mache jetzt hier So einfach... hold L1 and grab the block with R2 to clone it. Okay. Now place that clone a little higher than the original. And you know what? There's a better way, so let's undo that with the left directional button. Okay. We're gonna try a new technique called repeat cloning. Oh Mann, ey. Das I ist so bet you krass. can already guess what it does. Jetzt hier Repeat That's Cloning. right. It lets you make lots of clones at once. Let's give it a go. Hover over the block again, hold L1 and press and hold R2. Release L1 once you've made the clone. Okay. And move the block up and along. Don't put it down yet though. This is where you become a cloning expert. Without letting go of the first clone, press the right directional button to create a second one. And, you guessed it, Wow. another press will create a third one. Was? Wie geil In ist das fact, denn? you can just keep pressing right to create more and more clones in a Ey, die sequence. sind so krass, ne? And if you make too many, no problem. Just press the left directional button to remove Wow. any clones you don't want. Wow. As you can see, all the clones are spaced evenly, and you can move the whole sequence by simply moving the clone that's on your imp. Wirklich krass. If you Wirklich nicht move the schlecht. clone up, you can create a staircase. As always, put it down by releasing R2. Once the clones are in place, they won't be in a sequence anymore. You'll have to edit each block individually. See the dotted line around them? That's a selection. When you put repeat clones down, they're always selected automatically. Boah, ey. That means you can move them as a group. If you only want to move one block, you can deselect the group by pressing circle. If you want to find out more, there's a whole tutorial on selecting and grouping objects. Alles klar. Move on to the next step when you're ready. Jetzt werde ich mal versuchen, ob ich jetzt mit meiner Spielfigur da ganz schön mal rüber springen kann inzwischen. Okay. Ich denke, es sollte... Ah, nein! Aber es müsste klappen, meine ich. Kein Problem. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Muss ich ganz kurz darauf antworten. Oh, gut. Ja, warum haben Sie es nicht bei der ersten Station erklärt? Ja, weil Sie wollen einen erstmal so langsam dran führen, ne? Und jetzt die letzte Station. Mal gucken, was es jetzt gibt. Let's get back to the staircase. It's looking pretty good, but I have one more thing to show you before you Okay. move on. Eins wollen Sie uns noch zeigen hier. Und zwar... Let's get rid of all the clones we've made by pressing the left directional button a few times. Ach so. You'll notice all the repeated clones are undone together. Okay. Now hover over the first block, hold L1, then grab it to create a new clone.
Remember to release L1 once you've made the clone, otherwise the next bit won't work. This time, move the block where you want the last step of the staircase to be. Ach du Scheiße, sind There, die krass. right in front of the door. Don't let go of R2 yet though. Instead, press the left directional button and... look at that. You've created a sequence of clones between your imp and the original block. Oh Mann, ist You can das keep krass. pressing left to create more steps, or right to remove them. Wie geil. Once you're happy with your staircase, Ich bin let super go of zufrieden. R2 to place it in the scene. Ich bin super zufrieden mit dem Staircase. Mit den Treppen. You can create incredible shapes with repeat cloning, so feel free to experiment. How you Okay. position the first clone will affect all the repeated clones. Wow. Rotating the clones, for example, will let you build ramps and spirals. Was? Och, das ist krass. And if you scale the clone with the up button, you can create a sequence that increases in size. Ey, So try different approaches and see what you can come up das with. gibt es nicht. Die sind so genial. Und das alles If hier the mit path dem, is clear mit dem for Controller, Connie, ne? switch over to play mode to test the scene. Okay. Get Connie to the final platform, then get her to open the door for Cuthbert. If you feel like you've mastered cloning and flipping, walk Connie through the door to complete the tutorial. Good work. So geil, wirklich. Also was da dahinter steckt, ne? Ich bin jetzt im 3. Tutorial. Und es ist jetzt schon krass. Ich will gar nicht wissen, und da kann man kann auch Musik machen, man kann echte Spiellogik da reinbauen. Also man kann sich unendlich damit beschäftigen. So, hier bin ich. Es ist so krass. Ja, das war's. Ich gehe auch mal rein, hier in den Fahrstuhl. Und das war's für das Tutorial. Yay! Tutorial has been saved. Klasse. Wirklich cool. Also ich kann Dinge jetzt klonen. Und jetzt im nächsten Schritt lerne ich was Neues. Und zwar, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich probiere es mal so. Ich probiere es mal einfach. Ich gucke noch ein bisschen zu, ja? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Ich gucke mal ganz kurz nach, wie viele hier überhaupt zugucken. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meinen Freundescode auf der Switch habe ich jetzt gar nicht, aber kann ich mal gerne irgendwo posten auf meinem Discord-Server. Geh mal auf meinen Discord-Server. Da können wir uns noch ein bisschen weiter unterhalten. So. Mal ganz kurz schauen hier auf YouTube, wie das aussieht, wenn ich so streame. Wenn ich PlayStation 4 Dreams streame. Sehr cool. Ich weiß, das ist natürlich jetzt etwas langwierige Kost, ja. Also es ist jetzt kein normaler Game-Stream oder so. Aber es ist aber geil. Es ist aber richtig geil. Ach, der Mo ist auch am Stream. Ach, 9 Leute gucken zu, ist ja Hammer. Hallo 9 Leute. Wie ist die Lage? Alles in Ordnung? Liebe 9 Leute, wollt ihr euch auch Dreams kaufen? Und wollt ihr auch Spiele selber machen? Sagt doch mal Bescheid. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu VR und AR, können wir diese Fragen auch gerne diskutieren. Wir können auch alles Mögliche diskutieren hier. Hallo Frank, huhu. Wir können alles hier diskutieren. Ihr könnt mich alle Fragen stellen zu Oculus Quest, Oculus Rift S, Pimax,
Alles. Welcome to part 4 of our Start Abraxa Dreaming ist nicht kreativ. Ich bin tutorials. auch nicht kreativ. Echt nicht, aber ich probiere es. I see Cuthbert has managed to get himself in a pickle again. Das sieht einfach zu Connie, how do you faszinierend put aus. up with him? Es sieht What so a faszinierend aus. spanner. But with Connie's help, we can rescue him. Okay, kein Problem, ja. Repeat This clone. time around, I'll show you how to select and group your creations and how to scope in and out of groups. Okay. Luckily, someone left behind a block for us to use. Remember how to repeat clone blocks to create a bridge? Kein Well, let's do Problem. that again. Kein Problem. Kann ich. Move your view side on to the block and the gap. Hold L1, then grab the block with R2. Move it with the motion sensor function to create a clone. Just like last time, let go of L1 while still holding R2. Then press the directional buttons to make more clones. Guckt euch das mal an, wie ich das mache. Kein Problem. Ist das geil? If you rotate the first block a little before you clone it, you can make an arch. Use L2 to make the first block angle up slightly, Ach du then make the Scheiße, clone ist das angle cool. down. Nee, das ist eben zu kompliziert. Press the left directional button to repeat clone, and the Das ist clones ja will cool. line up to make an arch. Okay. Amazing, right? Naja, ich sag mal so, Let's quickly test that in play mode. ich Looks mache eine gerade great. Brücke. Switch Das back reicht to edit mir. mode, rewind time, and go to the next step of the tutorial. Geht doch mal jemand zum Stream von Mo und sagt ihm von mir, ich streame gerade Dreams und fragt ihn, warum er eigentlich nicht Dreams streamt. Warum er irgendwelche anderen Sachen streamt, ja? Und sagt ihm doch mal, MRTV ist sehr, sehr gut. Okay, Texas Rehkids hat eine Frage. Oh ja, ich habe eine Frage. Ich möchte mir eine Oculus Quest kaufen wahrscheinlich. Es ist mein erstes VR-Headset, jawohl. Und ich wollte fragen, welche Zahlungsmethoden gibt es bei Oculus? Gute Frage. Hallo Perplexer, wie ist die Lage? Was geht ab hier? Ja, ich spiele hier Dreams. Welche Zahlungsmethoden? Also ganz bestimmt Kreditkarte. Also darauf kannst du wetten. Also ich denke mal, es ist Kreditkarte. Vielleicht, wenn du Glück hast, haben sie auch Sofortüberweisung, aber ich denke mal Kreditkarte. Du kannst ja mal ausprobieren. Du kannst ja mal einfach auf oculus.com gehen und versuchen, dir was zu kaufen. Und dann wirst du es ja sehen. Ich meine, ich bin ein Meister des Aufgabenlösens. Hallo Perplexer, ja, ich spiele Dreams. Ich mache die Tutorials. Und auch You nebenbei so probably ein Question noticed that Answer. all the blocks, the original as well as its clones, were selected automatically after cloning. You can tell when things are selected because they have an animated dashed outline. But after we switched between play and edit modes, everything was deselected. So. So let's select them again. All you have to do is hover your imp over one of the blocks and press X. Hallo Sheldon Cooper. There's the outline again. Now do the same to the rest until the whole bridge is selected. Wie ist die Lage? Basinga. Can you see how each block has its own outline, with a double line where they Leute, meet? ich kann Sachen selektieren. That's because they're still individual elements. You can deselect Ja. them one at a time with X, So viel but Ideen it's für ein much quicker Spiel. if you deselect them all at once with circle. Give it a try. There's also a faster way of selecting multiple objects. Oculus Guthabenkarten? Nee. Just select one as before, but this time keep X held down. Also ich Now denke move mal, your imp to select the others. du musst dann vielleicht doch mal deine Better Eltern than fragen. selecting one at a time, right? So much faster. The great thing about having multiple objects selected is that you can manipulate them as if they were one object. Ach so. For example, if all the blocks are selected, you can clone the bridge sideways to create a double bridge. Oh Mann. Plenty of room for machen, ey. Connie to cross it without falling off the edge. Das mache ich jetzt mal. Try it in play mode. Das mache ich jetzt mal. Und hier ist es, die Brücke. Once Connie is jetzt? across the gap, go back to edit mode and move on to the next step.
Doppelbrücke. Sheldon, was mache ich da? Ja, ich mach eine Doppelbrücke. Guck mal, Sheldon, das hier ist Dreams. Ja, gibt es für die PlayStation. Und das ist nicht nur ein Spiel, das ist eine Spielengine. Damit kann man selber Spiele bauen. Damit kannst du VR-Spiele machen für die PSVR. Und ich lerne das gerade. Ich mache gerade die Tutorials durch. Es ist super krass. Und ja, ihr könnt mir dabei zuschauen, wie ich die Tutorials durchmache. Ich hätte eigentlich die Tutorials selber gespielt und dann dachte ich mir, ach komm, ich kann ja auch ruhig mal live gehen. Ja, vielleicht ist es ja für irgendjemand interessant. Und wenn nicht, könnt ihr mich immer noch Fragen stellen und ich beantworte eure Fragen. Ist das nicht toll? Sheldon, habe ich deine Frage You beantwortet? know, this bridge would be really useful to help Connie cross to the next platform. Use X to select all the blocks again. If we're going to use this bridge a lot, we can make it into a group. That way, it will behave like a single element and you won't have to keep selecting all the blocks. Okay. Have you noticed the menu at the side of the screen? It appears when you have one or more objects selected. That's the context menu. The options it gives you will depend on the situation you're in. In this case, all the buttons relate to selected objects. Sheldon, das ist so Look for the genial. plus sign. Es That's ist the so icon genial. for the group button. The number next to it tells you how many objects you've selected. Sheldon, das ist so gut. You can use this button now to turn all of those blocks into a group. Okay, ich mache jetzt eine Gruppe hier. There we go. The bridge is now a So. single element. You Man kann can damit tell wirklich because it has unglaublich one viele outline Spiele machen, around genau. it instead of one around each block. Kilian Smith, hi. Ich And bin if you jetzt look erst over at dazu the gekommen. context menu, you'll Wo see ist der the group Vorteil von button dieser now Engine says gegenüber Unity oder der ungroup. Unreal Engine? Use it if you want to break a group up. Der Vorteil But we ist, still need it to help Connie. So let's clone this bridge and place it between the second and third der platforms. Vorteil ist, Just like before, hold L1 and grab the Moment, bridge ich with muss mal ganz R2 kurz- to clone it. ganz kurz hier eine As Brücke machen. always, remember to let go of L1. Ganz kurz eine Brücke machen. Ah, we don't need to test the bridge to see that it's not going to get Connie to the third platform. Ich But don't beantworte das worry, gleich. we'll fix that in the next step when you're Im ready to nächsten move Step. on. Kilian, das hier ist, damit kannst du halt 3D-Spiele machen und PSVR-Spiele machen in der PlayStation. So entspannt, wie ich das jetzt hier mache. Ja, bisschen entspannt hier mit dem normalen Game-Controller. Und du kannst damit auch Musik machen und viele Dinge, die ich noch hier herausfinden muss. Also ein Spiel, eine App, die kostet nur 30 €, damit kannst du alles machen. Und es ist alles halt ein bisschen verspielter als mit Unity. Na klar, Unity ist das professionelle Tool, damit kann man alles Mögliche machen, ist auch toll, habe ich auch schon gemacht, aber das ist verspielt und es sieht auch wirklich so aus, als könnte man wirklich eine Menge Dinge damit machen. Genau. Warum sind wir so wenige? Fragt der Texas Rehkitz. Ja, Texas, du musst ein bisschen Werbung machen. Ich denke mal, es ist jetzt nicht das Allerspannendste, jemanden dazu zu gucken, wenn er die Tutorials langsam durchmacht. Ja, ich denke mal, es ist viel spannender, wenn jemand das schon total gut beherrscht und dann Spiele macht und dann können die Leute zugucken. Ich meine, jetzt ist ja eher so eine kleine Talkgeschichte hier und ja, Texas Rehkitz, 8 Personen, ja, 8 Personen ist doch nicht schlecht. Und die erstellte Engine läuft auch stets in VR. Nee, du kannst auch die Spiele spielen auf der PS4, ganz normal, auf dem Flatbildschirm, aber eben auch in VR. So, und jetzt geht's zum nächsten Tutorial. Our bridge needs a bit of work if it's going to reach the next platform. This is the perfect opportunity to learn a new technique, scoping in.
Ach du Scheiße, Scoping in. Scoping in means you can jump into a group and edit the contents individually without having to ungroup it first. And since you can only edit things inside the group, you don't have to worry about messing up anything outside it. Keine Let's Ahnung, was give it das a soll. try now. Select the bridge with X if it isn't already selected. Okay. Then find the Scope In button near the bottom of the context menu. Notice that it's showing you a shortcut for it, L1 and X. So hover over the bridge group, hold L1 and press X. Now you're scoped in. We can now edit all the parts as if it wasn't a group. Die sind ja krass. If you want to really focus on just the group, you can hide everything else in the Ich scene. habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Just use the Hide Everything Else button in the context menu. The icon looks like a closed eye. Boah, das ist There's aber also a wirklich Scope Out button in the top right ganz corner. schön krass, ne? This is how you Was exit man da so machen groups. kann. Try scoping out now. Select the button with X or use the shortcut, L1 and circle. That's it. Now scope back in again so we can fix the bridge. Just hover over it, hold L1 and press X. I think what Connie needs to reach the next platform is a staircase. So Oh, use ey. the move and clone tools to create a new one. Was? Jetzt bin ich da nicht ganz so hinterhergekommen. Vielleicht Delete, ne? Boah, ey. Leute. Es ist aber wirklich mal alles nicht ganz so. Also Once ist you've schon... built the staircase, test it out in play mode to make sure Connie can make it across. Oh Mann, ey. Warte mal. When you're happy with it, switch back to edit mode, rewind time and move on to the final step of this tutorial. Okay, ich versuche jetzt mal, da noch eine Brücke zu bauen. Ja, wie geht das nochmal hier? Ja, okay. Jetzt hier oben hin. Und jetzt links. Oh, Leute, ey. So. So. Hallo Helix P. Es ist, ja, schwer. Also, was heißt schwer? Man muss schon lernen, ja? Also, man muss schon echt lernen. Ich gucke mal ganz kurz, ob... Was ist das denn? Ja, das ist eine Brücke. Das ist eine schöne Brücke, die ich gerade gebaut habe, Toni. Was sagst du zu meiner Brücke? Toll, ne? Das ist Dreams. Ist eigentlich schon jemand zu Mo in den Stream gegangen und hat ihm gesagt so, hallo Mo, der Sebastian, der streamt gerade Dreams. Warum streamst du eigentlich kein Dreams, Mo? Ihr müsst da mal zum Mo gehen und dem das mal sagen, ja? Ja, DK Next. Dennis, damit kann man in der Tat Spiele machen. Guck mal, ich muss jetzt noch eine Brücke bauen, um den da zu erreichen, den Kollegen. Dann gehe ich mal wieder in den Editiermodus rein. Und ich schaue mir jetzt mal an, was es jetzt gibt. Pete, du bist zu den Controls gekommen, weiter leider nicht. Ja, da muss man sich schon wirklich reinarbeiten. Also, das ist ein Projekt das ist ein irres, stundenlanges Projekt. Naja, anyways, ihr könnt mich immer noch alles fragen über die virtuelle Realität, ja? Wir können das hier zu einer kleinen Fragestunde machen, während ich hier schön was lerne. Is your staircase working? Fantastic. Staircase is working. Now Connie just needs a bit more help to save poor old Cuthbert from his predicament.
Luckily, you can clone your staircase group to reach the final platform. Das mache ich auch gleich, doch. Use the clone shortcut L1 and R2 to copy the staircase group to the last platform. Das mache ich. Don't forget to let go of L1 once the clone has been created. That's how useful groups are. If you select the group, you'll see a button in the context menu that saves the group as a new element. Ach so. Saving a group as a new element means you can use it in other scenes or share it in the Dreamiverse. You can't do that in tutorials, but you can everywhere else. Okay, alles klar, kein Problem. Now that you've mastered selecting and grouping, I'll leave you with a thought to ponder. You can also make a group inside a group. With that, I'll let you experiment. Och, Once nö. you're happy that you've mastered selecting, Ich bin schon grouping and zufrieden. scoping, you have just one thing left to do. Go into play mode and take Connie and Cuthbert to the exit. Pete, geht Dreams jetzt in VR? Nee, noch nicht, aber man kann ja schon mal, man muss ja sowieso lernen, ja? Man muss ja sowieso lernen, wie alles geht hier. Und das mache ich gerade. Ups. Boah, das ist nicht so einfach, Leute. Ich sag mal so, okay. Ist das jetzt gut? Ich denke mal, das müsste gut genug sein, ja? Ach nee, Hale. Ist dir das zu langweilig hier? Wie ich hier schön Dreams lerne? Das gibt's doch gar nicht. Kannst du jetzt nicht einfach hier abhauen? Bin ich extra live gegangen. Ja, man sieht hier schön, was es so gibt. Ja, genau. Ist ja auch Hardcore, ne, die Tutorials zu streamen. Ja, guck mal, was ich gebaut habe hier. Das ist ja, also ich find's gut. Und jetzt werde ich die E3 streamen. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich die streame. Wenn ich da bin, dann werde ich sie auf jeden Fall streamen. Ich weiß nicht, ob man die Spiele eigentlich auch verkaufen kann. Keine Ahnung. So. Und wieder ein Tutorial gemacht. Das war's. Jetzt gehe ich hier mal rein. Ich finde es ja total geil. Es ist so geil. Sag mal, ist der Mo immer noch am Stream? Kann der das denn machen? Warum spielt er denn kein Dreams? Ich müsste mal zu Mo gehen und dem sagen, so. Gucken, ob er das lesen kann. Ist das lustig. Von Stream zu Stream. Ja. Warum streamst du kein Dreams? Ich frage mich echt, warum der Mo kein Dreams streamt. Es ist so lustig. Ich meine, das ist nicht blöd und so. Haben sie alles nett gemacht.
Naja. Der Mo antwortet nicht. Der Mo möchte ballern. Der Mo antwortet nicht auf meinen Chat. Hi, Texas Rehkids. Du bist neu auf meinem Kanal. Schön. Schön, dass du den Kanal gefunden hast. Es ist ein wirklich sehr, sehr guter Kanal. Das möchte ich dir jetzt mal sagen, wo du jetzt neu auf dem Kanal dabei bist. Es geht um die virtuelle Realität. Und Texas Rehkids, ich würde dich gerne mal fragen, wie hast du den Kanal denn gefunden? Wonach hast du gesucht? Nach Nintendo Labo? Weil ich habe ja heute ein Nintendo Labo Video gemacht. So. Helix P, das freut mich, dass du immer Patreon sein wirst. Das ist klasse, dass du den Kanal unterstützt. So, Dream Shaping. Ich werde mal noch ich mache mal noch ein Tutorial, ja? Oh, guck mal, man kann doch gucken, was die Leute gemacht haben, was die für krasse Sachen gemacht haben, für kreative Sachen. Ja, Mo mag Shooter. Aber der Mo ist auch so ein ganz kreativer Typ. Motion Controllers. Ach du Scheiße, jetzt kann man hier auch mit Motion Controllers was machen. Dann mache ich das auch mal jetzt. Wollen wir mal gucken, ne? Ich mach mal den ersten. Ich mach mal ein Tutorial mache ich mal noch. Okay, komm, wir probieren's. Wir probieren's. Look at you with your fancy motion controllers. Looks like you're ready to start wielding them like a first-class dream shaper. Ach so, du hast nach Oculus Quest gesucht. Make Ja, sure klar. you follow the steps carefully if you want to get the most out of this tutorial. It's not just about getting to the end. It's the journey that counts. Okay, dann schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Motion Controller. Shortly, you'll be in edit mode, creating and editing your own scenes. Also ich fand es eigentlich mit dem First, Controller I'm gonna show you how to move around the scene. wirklich gut. Welcome to edit mode. You can see that we're in edit mode because the assembly mode icon is in the top left of the screen. Ach so. If you ever need to remind yourself of the controls, select that icon with the X button on your primary controller for a reminder. Soll ich mal die Motion And Controller select it anmachen? again to hide the controls. Okay, dann muss ich jetzt mal meine Motion Controller. Geht das mit Brille? Ich hab's auf meinem englischen Kanal mit Brille gestreamt, aber nur im Bildschirmmodus, also jetzt nicht im VR-Modus. VR-Modus gibt es wohl noch nicht. So. Sebastian Ang, das bin ich. Und den anderen auch noch an. Der erste ist an. Und der zweite ist an. Okay. Jetzt hier. Oh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt geht. Okay. Also mit Motion Controller ist einfacher, oder was? Okay, dann wollen wir mal schauen, ja? Helix B, ja, mit Bild ist besser, auf jeden Fall. So, ich bin gespannt. Ich mache mal weiter hier. Give you something to do. I've hidden a puppet somewhere in this scene, which we'll need in later tutorials. I've left some clues to help you find it. Before we search for the first clue, let's start by looking around. Okay. You'll notice that there are two imps in the scene tracking the movement of your motion controllers. Richtig. If you can't see them, just make sure that you're in front of your PlayStation camera, then hold down the start button on either motion controller until the imps reappear.
You can do this at any Ich bin time to gespannt mit recalibrate your Skulpturen. imps Keine if they Ahnung. feel too close, too far away, or off-center. Jetzt muss man die ganzen The Tutorials mal primary neu imp machen. is the one with a face. You Okay, control hier. this imp with your dominant hand. Alles klar, hier ist er. Hallo. You can set your handedness in your preferences, which you can find in the options Okay, menu. ich mache mal das erste Your Tutorial durch secondary imp holds the assembly menu. und dann schauen wir mal. You can bring it up by holding down the T button on your secondary controller. That's the one underneath that looks like a trigger. Try it now. Hier. Ja, okay, das geht You schon. won't need it just yet, so go ahead and release the T button to hide it again. Your imps are used to move around the scene in 3D space. Use them to grab and pull yourself around. Simply reach out with your imp, then hold the move button on that controller to grab that point in space. Ach so. We call this using the grab cam. Try grabbing a point in space. Using either controller, press and hold the move button and just twist and tilt the controller a little bit. Okay, alles klar. Also so kann man sich in Where diesem you grab in Modus... space is important, as that's the point your view will rotate around. Okay. Und das ist Here's dann a eher was good habit to get into. für 3D, Each time you grab with the grab cam, für VR. twist and tilt the controller a little bit to get a sense of where the imp has grabbed in 3D space. Now try grabbing with either move button and looking around you. Super Dexter Murphy, hallo! Is there an orange cone around here? You found it. There's a blue cube around here somewhere too. See if you can find that. Ah, hier, okay, alles klar. Da habe ich schon was gefunden. Now try looking upwards to find the pink pyramid. That's the one. Okay, let's turn back towards the shapes floating on the island. Wow. Reach out with your imp, then hold the move button on that controller to grab that point in space. Then, while you hold the move button, pull that controller back towards you to pull yourself forward in the scene. Das ist aber ein bisschen komplizierter als mit den You can do this with normalen either Controllern. controller, so you can alternate them to pull yourself along. Ja, also... Use the move buttons to grab cam towards those jetzt two geht aber. shapes on Es that geht. cloud. Then push Es geht. yourself back away from them. Okay, hier bin ich. You Es can ist even pädagogisch move from side wertvoll. to side in Hallo a similar Reality way. Stalker. Be careful not to press both move buttons at the same time. That triggers another function, which I'll explain in a moment. Alles klar. If you do it by mistake, don't worry. Just use your primary X button to press the red button that appears by your secondary imp. When you're comfortable with moving and looking around with the grab cam, you're ready to move on to the next step. Alles klar. If So you geht want es to also. rewatch this step, you can. So kann Hover man your also imp sich over the buttons on the hin und her video to see bewegen, what they do. wenn man die Motion Use the Controller skip benutzt. buttons to move between tutorial steps. Nicht schlecht. Or just nicht schlecht. rewind 10 seconds if you miss something. If Super it gets Dexter in your Murphy, ja. way, grab and Wenn move das- the video with your imp using the primary T Wenn das button. VR-Update kommt, You wird es auf can jeden Fall minimize the cool. video and play along with audio only. Aber Or you can Es ist jetzt schon maximize it richtig to geil. watch in instructions view if you prefer. es ist jetzt schon In richtig cool. instructions view, you can see more information about the steps. Und jetzt kann man schon mal lernen, wie Once man the die Spiele current step macht. is finished, press the arrow button to move on to the next one. Viele haben Spätschicht gehabt, yo. So, und jetzt geht's zum nächsten Tutorial-Step. Komm. My first clue is hidden somewhere on this island. Ja, We should Fusselboden ist probably cool. look around these objects and Das see if we stimmt. can find it. But they're quite large and far away. It would be a lot easier if our imps could reach further into the scene. Luckily, it's easy to change the reach of our imps to suit the objects we're working with. Remember I told you not to press both move buttons at the same time in the last step? Ach Well, so. now's the time to Wie do geil ist das just denn? that. Hold your Ja. imps so that their tips are either side of the shapes on the cloud. Und jetzt? Then tap both move buttons at once.
Don't hold them down this time. You'll see a circle with a number in it for a moment. That means your imp reach has changed. Was? You'll notice that very little else will change, but now your imps can easily reach the shapes on the cloud, as if they're at arm's length. That's why we call this maneuver changing your imp reach. Now that you can reach further in the scene, you can easily move around the shapes. Just grab cam onto the shapes and rotate your point of view around them. The point in space where you grab is the point you'll rotate around. So remember to wiggle the imp when you grab cam to check its position. Try that now and look for the clue. Once you've found it, move on to the next step. Naja, 16 Menschen. Ja, hallo 16 Menschen. Ich spiele hier Dreams, beziehungsweise ich lerne es gerade, ja. Mit Dreams kann man eigene VR-Spiele machen. Und ich schaue mir gerade die Did you Tutorials an. find that clue? It was on the back of one of those shapes. Alles Bots, Looks a genau. bit like a rocket. I do love a cryptic message. Okay, Why don't you look around with the grab cam for any rocket-related goings-on? ich sehe Don't schon da forget to hinten. twist and tilt your view a little each time you grab. Da hinten. Ah, look over there, on that island in the distance. Those shapes look a lot like the ones in the clue. That's a long way away. Try changing your imp reach to get us there more easily. Hold your imp's tips either side of the target, then tap both move buttons. Now use your extended reach to grab that island and pull yourself over to it. Simple. Ich habe es nicht so genau verstanden, wie das jetzt genau geht, aber Now that you're naja. next to it, you'll need to adjust your imp reach again so you can Kann ich interact alles. with these objects more easily. Kann ich alles haben. Remember, always set your imp reach to match whatever you're working on. With your imps on either side of an object, tap both move buttons. If there isn't an object where you need one, just find something at a similar distance and set your imp reach using that. Okay. If you get in a kerfuffle, just select the one-to-one imp reach button near the secondary imp, using X on the primary controller. This will reset your imp reach back to the default scale. And remember, you can recalibrate your imps at any time. Das glaube ich Just auch, press and du, hold dass das either aus der start UK button kommt, das for a couple Spiel. of seconds. Once you reach the island, make sure you're looking directly at the cylinder and the cone at a sensible distance. When you're ready, move on to the next step. Okay, hier bin ich jetzt. Jetzt werde ich gleich was Interessantes machen. Also das Tutorial mache ich hier noch, die bis 10, ja? Und dann müsst ihr selber spielen. Think back to the first clue. The cone was on top of the cylinder, right? Ja? But how can you move them? Well, in edit mode, you interact with everything using your primary imp, the very tip of your imp's pointy part. See how there's an icon in a circle there? That shows you what tool the imp is using. Right now, it's the arrows icon, which means the imp is using the move tool. That's the default tool in edit mode, because editing a scene means moving things around a lot. Der kommt auf jeden Fall Let's aus see the England. primary imp Oder aus in action. Großbritannien. First, grab the cone. Hover over it with your imp, then press and hold the primary T button. That's the trigger button underneath the controller. Und ich Now your imp setze has ihn grabbed einfach it, auf. simply move the cone by moving the controller. Alten Vater, das ist aber geil. Try to put it on top of the cylinder, ist aber just like in geil. the clue. Guckt euch das mal an. It's important to remember that grabbing with the T button Geil. is different to using the grab cam. Okay, das ging jetzt When einfacher you're als mit dem using the T Controller. button, you can grab anything, Das no ging matter how einfacher far als away mit you dem are, Controller. as long as the tip of your imp is hovering over it. Geil, oder? You don't have to be able to physically reach it with your imp the way you do with the grab cam. Get it roughly into place, and I'll show you how to refine it later. Once you're done, you're ready for the next step. Alles klar, dann zeig mir mal den nächsten Step.
Das ist natürlich nicht verkehrt, oder? Das war jetzt geil. Also mit dem Move-Controller. Ich habe dasselbe schon gemacht mit dem normalen Controller, aber hier war jetzt doch, konnte ich doch etwas genauer hier die Spitze draufsetzen. Ne? Gerade aufgesetzt, Reality Stalker, ne? Also wie eine 1 steht das, ne? Also perfekt, also vom Allerfeinsten. Also leck mich fett. Ja, also leck mich am Arsch dran, da immer. Hab ich das geil draufgesetzt jetzt. Ah, ist das geil. So, jetzt hier, nächstes. Now that looks pretty good, at least from this angle. In VR wird das geil. In Creating VR scenes in wird's richtig three-dimensional gut. space means that you should always look at your creations from different angles. The easiest way to do that is with the grab cam. Just like before, grab with either move button and rotate your point of view. Try it out on the cone. Don't forget to set your imp reach. Place the imp on a point in 3D space that you want to rotate around, then press and hold the move button on that controller. Now rotate the controller to move your point of view around the Es cone. ist so geil, Leute. Es ist so krass Your geil. wrist will only bend so Ich bin far, ein so let Künstler, go ja. of the move button and grab and turn again if you need to. Now that you can get a proper look at it, check that the cone is on straight. Unlike mine, Ja, nee, meine Cone when ist you're at wirklich the right perfekt angle, gerade. use the primary T button to grab the cone and make any adjustments you need. Nö, ich muss gar nichts Don't ändern. Das forget ist so to gut. recalibrate your imps if you need to. Es ist alles so in Here's a Ordnung little hier. secret called nudge. If you don't press T all the way down, but just hold it lightly, you can move the cone slowly, giving you finer control. Leute, es ist Try holding so the T button geil. lightly. Your imp will go stretchy ist so and you'll geil. be able to move the cone with more control. Ach du Scheiße, ist das geil. Once you're happy the cone is straight, you can move on to the next step. Alles klar, es geht zum nächsten. Ich habe noch nie was im Second Life gebaut. Aber vielleicht jetzt hier. in Look dem. at that. Another clue. It's a molecule. I know because I put it there. Just play along with me. Why don't you look around with the grab cam and see if you can find another molecule? There's one, over there by that island. You're hot on the trail. We could change our imp reach and pull ourselves there with the grab cam. But there's another way to zip around scenes without changing your imp reach. Okay, zeig's mir. It uses the move button, like the grab cam, but you'll also need to hold the secondary triangle button. You see, the secondary triangle button is a very special button. Was? You know the way that on a computer keyboard, holding down shift changes what some keys do? Well, in Dreams, holding down the secondary triangle button changes what the other buttons do. Das Secondary Maybe it's Triangle best if I Button. show you. See that orange cube in the distance? Hover your primary imp over it to highlight it. Now hold the secondary triangle button and then tap the primary move button, which is the grab cam button. You don't have to hold guck mal, it. hier bin ich. Whoa! Fast, huh? Let's try it out again on the rocket you built earlier. Geil. Hover over the rocket with your primary imp. Hold the secondary triangle button, then press the primary move button to zoom right on over without changing your imp reach. Try it out again to get back to the orange cube. Okay, alles klar. Ich kann schnell hin und her laufen. Wieder was gelernt. Look around this island and see if you can find my next clue. Set your Wieder? imp reach to one of the objects and use the grab cam to look around the island. Remember to choose your point of rotation carefully with your imp when you're using the grab cam. Once you've found the clue, you can move on to the next step. Was gibt's denn hier noch für ein Clou? Ist das eigentlich spannend, mir dabei zuzugucken? Aber wie gesagt, ihr könnt wirklich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ja, egal wozu, ihr könnt sie mir gerne stellen
Und ja, können wir uns hier ein bisschen unterhalten. Ja, es wird auf jeden Fall sowas wie Mario Kart geben, Dennis, mit dem Spiel. Man kann nämlich mit dem Spiel wirklich alles machen. Es ist krass. So, jetzt geht es hier zum nächsten Step. Did you find the last clue? It I was on found the the back of last the orange clue. cube. It was on the orange What on cube. earth could it mean? If I had eyes, I would wink at you right now. Löschen. I can't see any other green trash cans around. Unless, of course, the trash can is the icon for the delete tool. I'm Okay. so devious. That must mean you need to delete the orange cube. You can delete anything in edit mode using the primary triangle button. Just hover your primary imp over the cube, then press the primary triangle button. Alles klar. And it's gone. These tools are powerful. Nice. Delete the orange sphere next. Hallo Elke, wie ist die Lage? If you change Alles your in mind Ordnung? or delete the wrong thing, you can undo. Just tilt or twist your primary controller to the left and press its square button. And if you want to redo, just tilt or twist it to the right and press the primary square button. Die sind ja geil drauf. Na Bind. You can undo and redo pretty much anything, not just deletions. Oh look, there was a clue hidden in the cube. An arrow. Perhaps there's another one like it nearby. Look around with the grab cam and see if you can spot it. Once you've found it, you can move on to the next step. Vielleicht mal hochgucken. Ich hatte das Tutorial ja schon gemacht mit dem normalen Controller. Aber es ist cool, das jetzt mit den Move-Controllern zu machen. Einfach nur, weil man noch genauer damit steuern kann. Also sehr cool. Naja, schauen wir uns mal das nächste Tutorial an. So. That was my final clue telling you where to go. The island right above us. I know you're an expert in moving around horizontally, but let's practice moving vertically. Okay. Look up at the island above and set your imp reach to it. Use the grab cam. Press the move button alternately on each controller and pull to climb up and see what's on that island. Then continue to the next step. So, wir sind jetzt hier auf dem anderen Planeten. Ja, stimmt. Einkaufen in VR, das wird auf jeden Fall auch kommen. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen raus ab und zu. Und Elke, hast du denn schon hier Dreams mal ein bisschen intensiver gespielt? Right, here's the puppet I reserved for you. Let's call her Connie, because she looks like a cone. We need to help Connie walk through the door to complete this tutorial. To do that, we're going to have to switch over to play mode. Remember, right now you're in edit mode. This is where you create and edit your scenes. In play mode, you can experience the scene just like a player would if they found it in the Dreamiverse. You can't make any changes in play mode, but you can take control of characters and try out what you've made. Hail. Kenn ich To natürlich. switch over to play mode, open the options menu by pressing the start button on either controller. Hover over the controller Ah, so, alles klar. icon with your primary imp, then press X to select it. To control a puppet in play mode, you first need to possess it with your primary imp.
Hover over Connie, then press your primary T button. She's full of beans, isn't she? I picked her just for you. Now that you've possessed Connie, hold the secondary T button to make her walk. While she's walking, you can tilt the secondary controller to steer. You can also rotate the camera view around Connie by holding the primary move button and tilting the controller. Practice walking her around, then take her to the door. Oh, looks like the door's too high. There's more to Connie than meets the eye though. She might be able to reach it if you make her jump by pressing the primary X button. Aber das ist ein bisschen komplizierter jetzt. I remember now. I always forget to put the steps in. Better head back into edit mode. Das ist To ein switch back bisschen to edit mode, just komplizierter. press start again and then select the pencil icon. Das ist mit denen ein bisschen When you're komplizierter. back in edit mode, head to the final step. Geht gleich weiter, Elke, ne? Ja, ich bin jetzt hier bei dem, ich lerne jetzt hier das mit den Controllern hier, mit den Move-Controllern zu machen. Und einige Sachen gehen damit besser, aber einige Sachen gehen auch nicht so gut. Wie zum Beispiel im Play-Mode jetzt die Conny zu bewegen. Naja. So, dann wollen wir doch jetzt mal wieder zurückgehen in den Edit-Mode. Und was machen wir jetzt? Jetzt schauen wir uns das an. Did you see those stairs on the island below us? Those might come in handy now, so let me show you a new move to help us retrieve them. There's a quick way to move and change your imp reach at the same time. Let's give it a try. Move both imps apart, then hold both of the move buttons. While still holding both move buttons, move the imps together like you're closing some curtains. This maneuver will move you away from the target whilst extending your imp reach. You'll notice a circle and a number while you're zooming. These show you what your imp reach is. Keep zooming out until you can see both islands, the one above and the one below. Okay. If you've deleted the stairs, you can undo by tilting or Nicht twisting the schlecht. primary controller to the left and pressing the primary square button. Man kann Just keep Sound pressing einbauen the hier. square button until the stairs come back. Okay, now set your imp reach by tapping both move buttons, with your imp tips on each side of the stairs. Then grab the stairs with your primary T button. And, without letting go, move the stairs roughly into position in front of the door. When they're roughly in position, let go of the T button. You Okay, can das tidy geht it jetzt, up in a moment. das geht jetzt wirklich ziemlich gut hier. Now zoom in on the stairs. Position your imps on either side of them, then hold both move buttons and move the controllers apart. When you're zoomed in, let go of the move buttons and adjust the position of the stairs for Connie. If you need to recalibrate after all that zooming about, just hold either start button until the Okay, imps snap back to cool. the center of the screen. Cool! There, that should do it. It's back to play mode now. Remember, press start, then select the controller icon with your primary imp. Alles klar, mache ich. Hier sind wir jetzt. You'll be switching back and forth between edit and play mode a lot when you're creating your own scenes. It's a great way to test out your scenes, making sure they look and work just how you want them to. Okay, I think we can get Connie to the next lesson now. All we need to do is walk her through the door. Possess Connie with the primary Yes. T button. Ja, hoffentlich kann man bei den späteren Charakteren einfach Ego-Perspektive aktivieren. Ich denke, das wird gehen. Ich denke, das wird auf jeden Fall gehen.
Das ist so geil, diese Streams. Gibt's ja gar nicht. Also Leute, ich könnte jetzt hier die ganze Nacht weitermachen. Guckt, wie viele Leute gucken denn zu gerade? Wow. Wirklich wow. Also sowas von wow. Das gibt's ja gar nicht. Nur ich frage mich wirklich, ob man sich jetzt daran gewöhnen sollte, mit den Move-Controllern zu spielen oder mit den 21. Wow, krass. Ob man sich jetzt daran gewöhnen sollte, mit den Move-Controllern zu spielen oder ob man mit den normalen Game-Controller spielen sollte, meistens. Das weiß ich nicht. Ja, das sind hier quasi alles genau dieselben. Das sind ganz genau dieselben Tutorials, die ich gerade gemacht habe, nur eben für die Move-Controller. Ja genau, das habe ich alles gemacht. Das habe ich gemacht. Start Dreaming mit den Motion Controllers, genau. Logic Tutorial. Oh Mann, ey. Oh Mann. Hale würde Move nehmen. Ja. Das Potenzial ist echt riesig, wenn man sich nur anguckt, was manche Leute in der Beta so gebaut haben. Ja. Ich mache mal hier die Move-Controller aus. Ja, leider leide ich noch ein bisschen. An Heuschnupfen. Naja. Ja, Leute. Das war's hier für den Livestream. Ja? Das war's für meinen kleinen Livestream von Dreams. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Also mir macht das wirklich total Spaß. Ich muss jetzt rausfinden, ob ich das alles weitermache mit den Move-Controllern oder ob ich das mit den Game-Controllern lerne. Aber ich werde auf jeden Fall weiter lernen und weiterspielen und irgendwann werde ich ein cooles Spiel machen und werde euch das zeigen und ich werde es euch spielen lassen. So. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn er ist sehr, sehr gut. Wenn ihr euch für VR und AR interessiert. Und ja, ansonsten sagt es doch weiter. Und ich habe mich gefreut, euch hier etwas Dreams zu zeigen. Ja, schön. Schön, Elke, freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat, hier zuzuschauen. Besser als Fernsehen. Ja, klasse. Ne? Haben ein bisschen was gelernt über Dreams. Ja, danke schön. Danke, Hale, danke, Elke, danke, Reality Stalker. Schön, dass ihr da gewesen seid. Und jetzt sage ich tatsächlich Tschüss.